Flora und bei Orbis zuständig für das Personalmarketing. Heute darf ich euch durch unser Unternehmen führen. Wir sind ein Business- und Software-Consulting-Unternehmen mit derzeit über 650 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten. Unser Hauptstandort befindet sich hier in Saarbrücken, aber wer wir wirklich sind, kann euch niemand besser erzählen als unsere Geschäftsbereichsleitung Internal Service, Dr. Sabine Stürmer. Kommt mit! Was macht für dich die Orbis aus? Was macht für mich die Orbis aus? Das ist so eine ganz einfache Frage und die ist aber wirklich so schwierig zu beantworten. Das Erste, was ich da erwähnen will, das ist ein Punkt, der uns wirklich wichtig ist. Das ist Expertise bei all unseren Mitarbeitern in allen Bereichen. Wir legen Wert auf Innovation. Das ist vielleicht erstaunlich, wieso kommt jetzt Innovation? Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir lösungsorientiert denken, dass wir das in allen Bereichen haben. Wir begrüßen es, dass man über den Tellerrand schaut. Orbis ist wichtig, kreative, innovative Mitarbeiter zu haben. Und ich glaube, du zeigst jetzt hier noch weiter, wie ein Arbeitsleben als dualer Student hier aussehen kann. Und du gehst noch mal durch die ganzen Räumlichkeiten und stellst das weiter vor, weil wichtig ist ja, dass ihr euch das vorstellen könnt. Vielen Dank. Und genau zum Thema Zusammenarbeit und Arbeitsleben in der Orbis interviewen wir jetzt gleich unseren ASWler Midian. Also Midian, was macht für dich das duale Studium bei Orbis aus und wieso hast du dich dafür entschieden? Also das ist eigentlich eine gute Kombination von Theorie und Praxis. Deswegen habe ich mich für das entschieden. Das ist eigentlich kein normales Studium. Das ist auch für mich als Vater sehr gut. Ich bin also während meines Studiums Vater geworden und das war eigentlich sehr einfach, Elternzeit zu beantragen und mit dem Kind 2 Monate zu Hause zu bleiben. Und natürlich mein Studienvertrag wurde auf 2 Monate verlängert. Das klingt ja alles richtig gut. Was ist denn jetzt dein genaues Tätigkeitsfeld? Also ich habe duales Studium schon absolviert und wurde hier im Unternehmen als Junior Consultant eingestellt. Also wir arbeiten mit mehreren Microsoft-Technologien, zum Beispiel die Power Plattform. Das ist eine Plattform für die App-Entwicklung, basiert auf das Prinzip von Low-Code-Prinzip. Also man muss nicht so viel Programmierkenntnisse haben, um App zu erstellen. Zum Beispiel während meines Studiums habe ich mehrere Flows erstellt für die Orbis internes CRM. Das ist ein System für die Customer Relationship Management. Ich habe auch mehrere Projekte gemacht und durch diese Projekte konnte ich viel Erfahrungen oder mehrere verschiedene Erfahrungen in den Programmiersprachen C# und JavaScript. Aber so ein paar Programmierkenntnisse braucht man schon, oder? Ja, klar. Also während meines Studiums haben wir viel mit C++ und Java gemacht. Wie würdest du denn das Miteinander in der Orbis beschreiben? Also nette Arbeitskollegen, angenehme Atmosphäre. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl bekommen, dass ich fremd als Ausländer bin. Also ja, ich freue mich hier zu sein. Würdest du wieder ein duales Studium absolvieren? Definitiv. Ich empfehle das weiter. Das freut uns zu hören. Und jetzt haben wir alle Hunger und deswegen gehen wir in unsere Kantine, wo wir an Christine und Tom treffen. Warum hast du dich für ein duales Studium entschieden? Also ich habe mich für das duale Studium entschieden, weil ich einfach die Vorbereitung fürs spätere Berufsleben durch den hohen Grad an der Praxis sehr mag. Die 3 Jahre, die das duale Studium quasi zeitlich begrenzt ist, sind für mich ein übersichtlicher Zeitraum, der mir sehr gefällt und natürlich auch die Ausbildungsvergütung, die auch während des Studiums fortgezahlt wird. Was sind denn deine Tätigkeiten hier? Ich bin im SAP-Bereich tätig und da das ja ein sehr großer Themenkomplex ist, ist es da erstmal wichtig, Kompetenzen aufzubauen. Das passiert bei mir durch ein Zertifikat direkt bei der SAP, das ich dort machen kann.
Und das war so das hauptsächlich, was ich letztes Jahr dann gemacht habe. Da ich jetzt im 2. Studienjahr bin, ist geplant, dass jetzt mein erster Einsatz beim Kunden stattfinden soll. Das konnte jetzt letztens noch nicht passieren wegen der Pandemie aktuell, aber das ist jetzt geplant, darauf freue ich mich. Und generell mein Themenkomplex spezialisiert sich so ein bisschen auf die neue ERP-Lösung der Cloud. Das ist so ein neues Denken, dass man keine Software mehr installiert hat, sondern einfach alles über die Cloud machen kann. Und wie sieht das dann so beim Kunden vor Ort aus? Was macht man so mit dem Kunden? Naja, also vor Ort hört man dem Kunden erstmal zu. Man geht auf seine Bedürfnisse ein, das, was er für sich seine Lösung vorstellt. Man versucht dann natürlich über einen gewissen Zeitraum des Projektes am besten die Lösung so umzusetzen, wie sich der Kunde das vorgestellt hat. Christine, nach den ganzen Erfahrungsberichten, die wir gehört haben, wer kann denn eigentlich dualer Student werden? Also im Prinzip jeder, der eine Hochschulreife oder Fachhochschulreife hat. Eigentlich ist bei uns nur wichtig, dass man eine gewisse technische Affinität mitbringt und auch ein gewisses Interesse an IT-Consulting eben hat. Eine Ausbildung oder Programmierkenntnisse sind dabei eigentlich nicht relevant. Und welche Studiengänge bietet Orbis momentan an? Also in den vergangenen Jahren haben wir hauptsächlich für die Fachbereiche Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Logistik gesucht. Wir fragen aber jährlich im Fachbereich immer den Bedarf an, also kann sich das auch jedes Jahr immer wieder ändern. Jetzt wollen natürlich alle da draußen wissen, wie sieht denn der Bewerbungsprozess aus? Also bewerben kann man sich eigentlich ganz normal über das Internetportal. Danach findet dann immer ein kleiner Auswahlprozess statt und wir entscheiden eben, wen wir persönlich zum Vorstellungsgespräch einladen. Daran nimmt dann auch in der Regel immer schon der Mentor aus dem Fachbereich teil, der dann auch später eben für den Student zuständig ist und eben ganz klassischerweise ein Personalreferent. Also wird das alles über uns abgewickelt und die Interessenten müssen sich nicht mehr bei der ASB selbst bewerben? Genau, also Bewerbungsprozess findet komplett über uns statt und wir fertigen dann nachher auch den Vertrag an und schicken den an die ASB. Also es läuft alles über uns, genau. Wir freuen uns auf eure Bewerbung.